Hey Leute, ihr habt irgendwie Bock auf eine geile Knifte, aber so ein euer 15 ist euch irgendwie zu langweilig. So ein SR25 wäre schon geil, aber irgendwie ganz schön massig und ganz schön lang irgendwie. Hä? Dann haben wir hier das Richtige für euch. Die E&C EC25, quasi eine 308er SR25 sozusagen, in relativ kurz, aber richtig, richtig geil. Super Farbe, super geil. Rein ins Video. Nee, mit der ne. Zum Lieferumfang gehört natürlich, wie üblich, die Kiste. Schönes Ding, weg damit. Dann habt ihr natürlich das Gewehr selbst. Zweimal 100 Schuss mit Cap. Mit Cap, super geil, genial. Ein Speedloader, ein paar Rails, 3 Stück und dann noch fürs M-Lock ein kleines Ersatzteil hier, falls mal was wegkommt. Dazu dann natürlich hier die Instructions. In dem Falle sind die mal richtig hohl, weil das hier alles uralt AR-15 ist. Also das kann man überhaupt nie auf diese Waffe hier irgendwie übertragen. Na, haut weg, das Ding. Und natürlich üblicherweise die Begadi-Schussstatistik. Ihr packt diese Knifte aus und es ist, ihr habt das wahrscheinlich bei den letzten Videos jetzt schon öfter mal gehört, das ist einfach nur super geil, das Teil. Ey, wirklich geil. Diese Farbe, es gibt noch 2 andere Farben, das ist jetzt hier das Perlgold, dann gibt es noch Grau und Schwarz. Blenden wir euch hier mal ein. Aber dieses Perlgold ist ja einfach mal super heiß. Das ist so ein bisschen RAL 8000 mäßig. Vermutlich seht ihr das jetzt auf eurem Bildschirm nie so genauso wie es ist. Das ist ärgerlich, aber es sieht hot aus. Es sieht einfach verdammt hot aus. Es ist so eine geile Farbe. Ich hätte ganz gerne das Graue gehabt als Review-Modell. Aber als ich die ausgepackt habe in der Farbe, dachte ich mir, nee, die Farbe, die ist besser. Die ist top. Die liebe ich. Also ich liebe das Teil wirklich. Wenn ich nie so ein riesiges SR25 hätte, ich glaube, dann wird's die hier. Die ist einfach nur hot. Also wirklich, dann ja, weiter die Verarbeitung. Hier wackelt nichts, gerade hier Upper und Lower. Einfach alles richtig stabil. Eben ja auch vor allen Dingen, weil ja der Body generell sehr massiv wirkt. Eben SR25, AR10 hier. Alles super stabil, alles einfach perfekt. Hier hinten natürlich der hier. Der macht natürlich wieder einen wackeligen. Das sind wir ja leider gewohnt bei solchen Stocks. Ist halt leider so. Aber sonst richtig geil. Machen wir gleich mal, wenn ich immer hier vorne rumfinger, tun wir gleich mal hier am Lauf rumspielen. Hier ist super winzig Spiel drauf, aber ich vermute sogar, dass ihr das überhaupt gar nicht erkennen könnt auf der Kamera. Dass sich das hier super leicht, also super wenig hier bewegen lässt. Werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen, ist auch absolut nicht erwähnenswert eigentlich. Ich habe gerade 10 Sekunden drüber gequatscht, nicht erwähnenswert. Also wirklich, ihr packt es aus. Und vermutlich habt ihr euch genau in dem Moment schon rein verliebt in die Knifte.
Chrono- und Schusstest ist durch. Wie ihr festgestellt habt, sobald ihr schwere BWs reinpackt, also ab 0,30, 0,32, creept die Waffe nach oben und ihr habt über 2 Joule. Das ist auf den meisten Feldern, denke ich, schwierig, weil als DMR von der Länge her wird es nicht durchgehen. Kaliber, ja, das passt ja. Deswegen, also wir haben jetzt, um das Teil spielen zu können bei uns, haben wir eine schwächere Feder reingemacht, dass wir auf 2 Joule kommen. Und damit hat das Ding auch wunderbar funktioniert. Dem Federschnellwechselsystem sei Dank. Wie hat es sich beim Schusstest geschlagen? Und mit dem eingebauten Hop-Up ist es ab 0,32 Gramm dann schon schwierig. Das sind so 65, wirklich 65, maximal 70 Meter. Ist dann wirklich schon die Grenze. Mit dem anderen Hop-Up, was wir dann noch eingebaut hatten, da waren dann mit 0,36 Gramm 75 Meter möglich. Genau, also wenn ihr noch schwerer gehen wollt, das wäre natürlich auch kein Problem mit dem Luftvolumen von der SR25. Das heißt, ihr könntet sogar noch schwerer gehen. Ich hatte jetzt keine schwereren Kugeln da, deswegen nur die 0,36er getestet. Aber mit denen läuft das Teil wunderbar. Außer die Magazine, da müsst ihr wirklich was dran machen, dass die Kugeln auch feeden. Genau, also sonst schusstestmäßig sind wir zufrieden. Das kann sich sehen lassen. Wäre schön, wenn out of the box das MAG drin gewesen wäre, nicht das Fly. Dass man direkt schwere Kugeln, also eigentlich spielt man damit ja 0,36 Gramm. Soll ja ein DMR sein, von daher wäre das schön gewesen, wenn das direkt eingebaut wäre. Aber es lässt sich ja relativ einfach nachrüsten oder ihr tut es bei der Bestellung gleich mit angeben. Das Thema Hop-Up. Hop-Up einstellen, E und C M4 typisch. Wir haben einen Bolt Catch, der greift. Wir können das hier ganz fein über die E und C Hop-Up-Kammer einstellen. Ihr müsst auch nicht zwingend jetzt eine neue kaufen. Also die E und C Kammer, die ist echt gut. So, wir haben das funktioniert, das lässt sich fein sauber einstellen. Gar kein Thema. Wie ihr ja schon beim Schusstest gehört habt, würden wir euch empfehlen, sobald ihr über 0,32 Gramm gehen wollt, baut euch ein MAG ein. Ein MAG 60 oder 70 eventuell bei der Energie. Und dann habt ihr da sehr gute Ergebnisse für ein DMR-Gewehr, was auch nie allzu teuer ist. Wir haben mal so einen Marktvergleich gemacht und da ist die preislich schon echt vernünftig eingepreist. Was wir euch dann noch am Anfang empfehlen würden, wäre den Lauf zu reinigen. Da ist wirklich eine ganz schöne Suppe noch drin. Macht den richtig schön sauber am Anfang, bevor ihr spielen geht das erste Mal. Und wie schon gesagt, tauscht das Bucking gegen ein MAG. Wenn ihr noch Bock habt, könntet ihr hier noch einen 7 mm Lauf verbauen und eine andere Hop-Up-Kammer, was nicht zwingend nötig ist, würde aber wahrscheinlich noch mal ein paar Meter rauskitzeln. Dann würde man vielleicht auf 80 Meter noch kommen. Ich denke, dann wird es aber schon grenzwertig. Spieltagsfazit. Also ich habe mit dem Teil gespielt und es war bei uns in Großröhrsdorf auf der Bastion. Ja, das ist ein Spielfeld, das ist jetzt nie allzu groß. Es sind sehr, sehr viele Häuser. Da war das jetzt mit dem Teil schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich blende mal ein paar Szenen ein, habe ich damit ein paar Abschüsse gemacht. Nee, kann ja nicht gut sein. Mit dem Teil hat es mich auch voll auf die Fresse gehauen. Ich konnte das Gewehr schützen, das neue Scope hat es natürlich gleich erwischt. Da gibt es so einen Hebel zum Zoom kontrollieren, der ist direkt abgebrochen, da hat es mich voll drauf geknallt. Das Gewehr ist heil. Also spricht schon mal für die Qualität. Und ja, was ein bisschen nervig war, waren halt die Magazine. Ich hatte nur eins, nur bei einem einen Legostein reingemacht.
und bei dem anderen halt nicht. Deswegen hat das dann, am Anfang fielen die noch gut mit 0,36 Gramm, sobald aber ein paar Kugeln raus sind, fielen die schlechter. Mit dem Legostein war es definitiv besser, also da solltet ihr die Hand anlegen, wenn ihr schwere Grammaturen verwenden wollt. Aber auch von der Präzision und vom ganzen Handling her, es ist vorne schön kurz, es fässt sich gut an, man kann die Schulterschütze einstellen. Es ist im Endeffekt wie ein AR-15, nur mit einem fetteren Magazin. Das läuft, das läuft. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist halt das Klangbild. Die kreischt halt doch ganz schön. Da sollte man wirklich nochmal ein bisschen Federn einfetten und eventuell die Gears nachschimmen. Deswegen, also spieltagsmäßig, wenn euch das nicht stört mit der Lautstärke, dann könnt ihr das Ding auspacken. Wie schon gesagt, macht ein MAG-Bugging rein, packt 0,36 Gramm rein, tut die Magazine noch ein bisschen bearbeiten und dann habt ihr hier ein Biest. Kleines, kurzes Biest, was echt Spaß macht. Da kann man echt nicht meckern. Ja, schönes Teil, schönes Teil. Fangen wir wie üblich vorn an der Mündung. Die sieht super hot aus einfach. Guckt es euch an hier. Sehr, sehr schön. 14 mm Negativgewinde über diese winzige Madenschraube hier gesichert. Könnt ihr quasi auch Schalldämpfer und Treiser und so ein Zeug mit ranbauen. Aber ey, mal ganz ehrlich, wäre es doch heiß, lasst das doch dran. Ist doch übelst geil. So, weiter hinten haben wir dann hier noch ein Stückchen Lauf rausgucken. Und die Gasabnahme hier mit einem integrierten Korn. Ja, das ist ziemlich nice eigentlich. Das klappt man hier ein. Ich zeige es euch mal von oben. Das klappt man hier ein und dann ist es auch verschwunden. Ist ordentlich hier mit eingearbeitet. Sieht richtig gut aus. Hier hätte man dann noch ein bisschen Picatinny für, was weiß ich, ja, keine Ahnung, was man jetzt da vorne drauf machen kann. Vielleicht eine Packbox oder sowas. Aber das ist richtig schön. Ist hier verschraubt, hier unten. Hat dann hier noch eine QD-Aufnahme für einen Sling. Gefällt mir, also ich bräuchte die jetzt hier vorne nie unbedingt, aber es ist schon schön, dass sie da ist. Vielleicht spielen andere Spieler anders quasi, weil wir haben da noch eine mehr. Nochmal zurück auf den Auto, der ist übelst dickwandig hier. Wie ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, der wackelt auch quasi nicht hier drin rum. Und ja, ist natürlich, soll ja eine 308er sein, da muss das natürlich alles auch ein bisschen fetter sein als bei so einem kleinen AR-15. Das ist schon, das macht echt ein. Das Ding ist so wumsig, ist richtig geil. So, gehen wir ja weiter zum Handguard. Die Farbe ist einfach lit. Leider, wie ihr vorne vielleicht sehen könnt, haben wir schon ein paar Schrammen reingekriegt. Der Tom ist ja mit der Knifte mal voll auf die Fresse geflogen. Habt ihr vermutlich in den letzten Videos schon gesehen. Wenn ihr es nie gesehen habt, guckt es euch an. Super geil. Also die Farbe ist einfach genial. So, sieht richtig, richtig heiß aus. Das ist hier M-Lock-kompatibel. Dazu gibt es ja hier die Rails. Die könnt ihr dann hier reinschrauben, falls ihr jetzt irgendwelche Anbauteile habt, die es absolut nicht als M-Lock gibt. Schraubt da einfach die Rails rein und macht das eben dann so über dieses Picatinny. Hier drinnen seht ihr das Gasgestänge. Hat jetzt natürlich keine Funktion, sieht aber natürlich ganz gut aus. Oben habt ihr dann natürlich noch Picatinny. Was mir hier nicht so ganz so gefällt ist, der ganze Handguard ist CNC gefräst und dadurch sind diese Kanten hier super, super scharfkantig. Also das ist richtig unangenehm. Ich mache hier diesen C-Clamp hier, weil ja so eine Airsoft extrem nach oben zieht. Deswegen muss man natürlich auch bei einer Airsoft einen C-Clamp machen, damit man die gut halten kann. Und da ist das schon, ohne Handschuhe ist das schon richtig unangenehm. Es gibt da natürlich solche kleinen Gumminuffis, die man hier dann reindrücken kann. Würde ich vielleicht machen. Vielleicht hier vorne irgendwie, damit das alles sich ein bisschen angenehmer anfasst. Weil wenn man es jetzt wegschleifen würde, wäre natürlich auch die Farbe weg. Ärgerlicherweise. Gehen wir hier mal hinter. Der ist hier hinten schön durch diese 2 Schrauben verpresst. Der wackelt auch wirklich überhaupt nicht. Das ist wie ein Stück. Man erkennt aber aufgrund der verschiedenen Farben, dass es definitiv ein Stück sein kann. Genau, der ist richtig schön verpresst. Was ich hier ein bisschen komisch finde, ist, dass die Schrauben auf der Seite doch irgendwie ganz schön weit rausstehen. Hätte man meiner Meinung nach auch einfach kürzere nehmen können. Ja, wer weiß, was da. Die hatten vielleicht einfach gerade die noch da und haben sich gedacht, scheiß drauf. Ich weiß es nicht. Es geht. Also ist jetzt ja nicht so wilde, aber es ist ein bisschen komisch.
Dann haben wir hier am Ende noch links und rechts jeweils eine QD-Aufnahme. Das wäre dann zum Beispiel auch die ich verwenden würde, weil da kann man mit so einem 2-Point-Sling richtig gut arbeiten damit. Kommen wir weiter zum Body. Die Farbe, dieses Perlgold. Ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt. Ich werde nie müde. Es ist einfach hot. Es ist doch einfach hot. Also seid mal ehrlich. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht genau in der gleichen Farbe wie ich, aber ey, es ist einfach hot. Hier wackelt auch quasi nichts. Also hier, was heißt quasi nichts? Hier wackelt nichts. Das ist wie ein Guss. Der Lower und der Upper. Einfach genial. Der ist hier auch schön dickwandig. Hat natürlich eben dieses riesengroße, fette 308er Design hier. Richtig, richtig geil. Hier haben wir das Hop-Up quasi drunter, wie ihr das so kennt. Schöne Rotary Hop-Up-Unit drin. Gehen wir dann im Hop-Up nochmal näher drauf ein. Und haben dann hier oder auf der Seite jeweils den Bolt Catch, um das kleine Blech wieder vorzuschnipsen. Dann haben wir hier natürlich noch den Magazinlöseknopf. Das Ganze ist natürlich auch beidseitig. Also die Knifte ist generell einfach beidseitig bedienbar. Das funktioniert, das Magazin kommt gut raus. Gehen wir dann auch in dem Magazin nochmal näher drauf ein. So, gehen wir weiter dahinter. Jetzt haben wir hier den Fire Selector. Beidseitig, habe ich das schon erwähnt. Der rastet auch ganz, ganz schön ein. Auch hier auf beiden Seiten. Also die Seite finde ich, die geht sogar noch ein bisschen einfacher als die andere Seite. Rastet super ein, hat hier einen Anschlag, kann man quasi auch nicht überdrehen. Perfekt. Das Einzige, was uns jetzt hier aufgefallen ist, aber das ist also meckern auf hohem Niveau, habt ihr vielleicht in dem Video jetzt schon 1-2 Mal mitgekriegt. Das ist jetzt das 4. Mal, 3. oder das 4. Mal. Dieser kleine Bippus, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt genau sehen könnt, der ist nie genau in dem Winkel wie der Fire Selector. Seht ihr das? Der ist ein bisschen komisch, wahrscheinlich einfach ein bisschen schief hier rausgefräst vermutlich, nehme ich mal an. Aber ey, wirklich meckern auf hohem Niveau. Absolut. Oben habt ihr dann natürlich auch eine Picatinny-Schiene, wie das so üblich ist. Hier habt ihr auch einen Mini-Versatz. Aber ich muss schon den Fingernagel nehmen, um das überhaupt merken zu können. Stört mich jetzt persönlich quasi absolut überhaupt nicht. Hier hinten ist eigentlich noch eine Kimme drauf. Aber die haben wir abgeschraubt, weil wir ja das Shorter drauf hatten. Deswegen haben wir die jetzt leider nicht hier. Der Tom zeigt euch die dann nochmal im Fazit ganz kurz, wie die aussieht. Ganz hinten ist dann natürlich noch der Charging-Handle. Der ist quasi ausschließlich dafür da, um das Verschlussfenster hier zu öffnen und um ans Hopper ranzukommen. Der Trigger hier ist einstellbar. Dem Tom gefällt, also der findet es ein bisschen komisch, der braucht das jetzt nie unbedingt, weil man jetzt natürlich bei im SR25, bei einer 308er nie unbedingt Speed triggern muss. Aber ich finde es tatsächlich eigentlich ganz geil, weil wenn ich hier einen Scope drauf habe und dann so einen super kurzen Weg habe, finde ich eigentlich ganz geil. Musst du jetzt nicht zwangsläufig Speed triggern, nur weil du einen kurzen Weg hast, meiner Meinung nach. Hier unten dieses kleine Blech, das wackelt tatsächlich nicht. Das ist ja bei vielen AR15 Modellen so, dass das hier rumschlackert wie Sau und Geräusche macht. Das ist einfach super fest hier drin. Nice. Der Griff ist aus faserverstärktem Kunststoff, sowie auch hinten der Stock. Der ist hier schön, ja, schön strukturiert hier. Das ist richtig, richtig schön. Also das hat super Grip. Ey, das ist richtig genial. Sieht irgendwie cool aus und hat super Grip, gerade auch mit Handschuhen. Hier vorne ist ein bisschen geriffelt. Das funktioniert auch ganz gut. Also der Griff, der ist super. Ich habe jetzt auch nicht gerade die kleinsten Hände, deswegen kann ich den super greifen. Geiles Teil. Was ich ein bisschen komisch finde, ist hier, seht ihr das? Hier der Spalt. Also hier ist quasi der Radius. Ja, Tom muss ein bisschen die Waffe richten, weil ich natürlich nicht sehe, was ihr seht. Der Radius hier passt nicht ganz mit dem Radius von dem Body hier. Deswegen ist hier ein ganz schöner Spalt. Ja, finde ich jetzt nicht sonderlich störend, weil man greift ja hier rein und man kommt jetzt nicht unbedingt mit diesem Spalt in Berührung. Aber ist ein bisschen komisch, ist es auf alle Fälle schon. An der Unterseite des Griffs habt ihr dieses Kunststoffteil hier, was den Motor hält. Normalerweise habt ihr einfach hier eine Platte und 2 Schrauben drin. Hier ist es so gelöst, dass man quasi den Motor durch Reindrücken von diesen Nasen hier einfach rausholen kann. Das ist an sich eine schöne Idee, aber
Ja, ich sehe es jetzt aus reiner Spielersicht. Ja, wie oft nehme ich jetzt den Motor raus? Also ich glaube, wenn ich jetzt viele Motoren teste, ist es eine super Sache, raus und gut ist. Aber ja, aus reiner Spielersicht, das mache ich ja einmal. Ich tue den Motor dort rein, oder ist ja in der Regel eigentlich sogar schon drin. Und dann war es das quasi. Deswegen, 2 Schrauben ist jetzt auch nicht unbedingt Hexenwerk, die 2 Schrauben rauszumachen. An sich aber schon eine schöne Idee. Bei uns jetzt speziell war es sogar so, dass sich die Seite hier ein bisschen gelockert hat während des Spiels. Und der Motor extrem gekreischt hat dadurch. Das also war jetzt wirklich speziell bei uns, war es wirklich quasi, war das Teil eher hinderlich als förderlich. Hier unten seht ihr vielleicht dieses rote Zeug hier drin, das ist kein Fett oder irgendwas, das ist Schraubensicherung. Bei uns war es aber tatsächlich so, dass wir die Schraube einfach butterweich raus und reindrehen konnten und diese Sicherung quasi überhaupt keine Wirkung gezeigt hat. Ja, keine Ahnung, was das soll. Komisch. Was auf alle Fälle noch sehr, sehr schön ist, ist der Winkel von dem Griff. Das lässt sich sehr, sehr nice greifen. Ja, richtig geil. So Leute, gehen wir weiter nach hinten. Da haben wir hier eine Slingaufnahme, natürlich beidseitig aus Stahl. Die haben wir jetzt selber nie gebraucht, weil wir hier 2-Point-Sling ranmachen. Aber wenn man hier ein One-Point oder sowas hat, ja, perfekt. Ist ziemlich super schwer, die Knifte dafür, aber man könnte, wenn man denn wollte. Was uns tatsächlich noch nie aufgefallen ist bei E&C, aber Kais Airsoft Channel. Und zwar habt ihr hier ein Loch drin. Und durch das Loch kann man bis auf die Gearbox gucken. Und vielleicht ein bisschen blöd, wenn da Dreck oder so reinkommt. Ist uns wie gesagt noch nie aufgefallen. Hat uns offensichtlich auch noch nie gestört. Aber ist schon ein bisschen komisch. Wer weiß, wofür das da ist. Wer weiß, was die da... Keine Ahnung. Mir hat gerade der Tom aus dem Off gesagt, dass man gerade diesen Spalt hier auch super gut sieht. Hat man vermutlich vorhin nie gemacht. Könnt ihr euch hier nochmal angucken. Ja, ist ein bisschen komisch, stört nicht, aber ein bisschen komisch. Gehen wir weiter hinter. Hier haben wir die Kaselnut. Über diese ist natürlich wieder das Federschnellwechselsystem erreichbar. Also quasi im Sinne von, ihr schraubt die Kaselnut ein Stückchen ab. Drückt dann wieder den Stock rein, verdreht ihn ein kleines Stück, holt ihn raus. Könnt hier an die Gearbox hinten ran. Mache ich euch jetzt nicht vor, hatten wir in einem anderen E&C-Video schon gemacht. Guckt euch das einfach mal an. Bringt uns Klicks. Genau, Buffer-Tube, ganz normal, wie man die so kennt. Ich glaube, dass bei AR10, dass da die Buffer-Tube ein bisschen fetter ist. Deswegen könnte es sein, aber nagelt mich jetzt darauf nicht fest, ich spiele Airsoft. Ich komme nie aus dem Real-Steel-Bereich. Könnte es sein, dass das quasi falsch ist, dass das so eine winzig kleine Mini-Buffer-Tube hier ist. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich meine, das mal gehört zu haben, dass das quasi gar nicht so richtig das richtige Maß dafür wäre. Ist natürlich jetzt für uns Airsoft-Spieler gut so, weil dadurch können wir uns natürlich einfach andere Stocks kaufen, ohne jetzt speziell auf SR25 oder so zu achten, sondern einfach das kaufen, was gefällt. Sind wir auch schon beim Stock. Ja, der gleiche Faserverbundstoff wie der Griff. Fasst sich ganz gut an, ist halt ein bisschen aufgeraut hier. Die ganzen Nähte hier sind auch nicht so krass. Es ist überall ein bisschen was da. Finde ich jetzt aber nicht störend oder so. Genau, der lässt sich hier natürlich wieder wie üblich die 5 Rastpositionen hier einstellen. Wackelt, wie ich ja am Anfang schon mal angesprochen habe, ein ganz kleines bisschen rum. In der 5. Position natürlich ein bisschen mehr als in der 1. Ja, aber ja, wenn ihr irgendwie ein AR-15 oder irgendwie sowas habt oder irgendwas mit so einer Buffer-Tube, dann kennt ihr das Problem schon und wahrscheinlich habt ihr euch damit einfach abgefunden. Ich hab's. Und ihr könnt hier auch noch was anderes drauf bauen, wenn ihr das wollt. Bestellt irgendwas, baut's drauf. Vielleicht ist es ein bisschen besser. Hier hinten habt ihr wieder eine gummierte Kappe. Die greift sich gut an, liegt gut an der Schulter. Ja, was will man denn mehr? So, jetzt ziehe ich das Ding mal wieder über den Tisch. Gehen wir mal auf die Markings ein. Also wir haben jetzt eigentlich hier in der Position schon fast alles, was es gibt. Hier unten habt ihr eine Seriennummer drin. Ich gucke noch mal ganz schnell. Ja, genau, eine Seriennummer. Dann habt ihr hier, wie üblich, das FM5-Eck. Hier habt ihr Fire Safe, beidseitig natürlich. Hier habt ihr jetzt noch die Position von der oberen Picatinny-Schiene. Zumindest vom Upper. Hier vorne ist dann nichts mehr. So, als letztes habt ihr dann natürlich hier nochmal die Rastposition mit aufgebracht. Genau, da wisst ihr immer ganz genau, wo ihr seid, wo ihr hin müsst. Das soll es mit den Details und den Markings gewesen sein. Die Magazine. 2x 100 Schuss mit Cap. Genial.
Wirklich, als würden unsere Gebete erhört werden. Es ist richtig geil. Perfekt. Die Dinger schießen ganz gut bis 0,32 und ab 0,32 feeden sie leider nicht mehr gut. Haben wir, oder hat der Tom, ganz einfach gelöst, indem er einfach die Federspannung erhöht hat, indem er hat tatsächlich einen richtigen Lego-Stein genommen und hat ihn damit dazwischen geklemmt, dass quasi die Federstärke ein bisschen erhöht wird. Ich mache jetzt noch mal ganz schnell einen Take mit Klemmbaustein, damit wir den verwenden können, falls Lego uns verklagen will. Die Magazine gehen butterweich rein, gehen auch butterweich wieder raus. Feeden ordentlich, sehen super geil aus. Ja, was braucht man mehr? Wackeln, ganz wenig bloß. Das eine ein bisschen mehr als das andere. Wer weiß. Problematisch wird es dann bloß, wenn ihr euch vielleicht Magazine nachkaufen wollt und nie genau auf die Liste von Begadi guckt, was es da gibt. Wir hatten jetzt leider nur die hier da, deswegen können wir euch jetzt quasi keine anderen zeigen, weil wir haben nur die. Ganz wichtig dabei ist nämlich zu sehen, dass es eine V2,5 Gearbox und einige andere Hersteller bauen in ihre SR25 ganz normale V2 Gearboxen ein. Zum Beispiel G&G, also quasi mein SR25, was ich habe. Die haben wunderschöne Magazine. Das würde mit Sicherheit auch ganz geil aussehen. Aber leider, da das nur eine V2 Gearbox ist, ist dieser Nuxi natürlich weiter hinten. Weil bei der 2,5 Gearbox ist quasi der Zylinder länger. Deswegen habt ihr mehr Volumen. Ist eigentlich ja genial für so eine Knifte. Haben die sich bei G&G vielleicht nie gedacht. Vielleicht hatten sie keinen Bock, irgendwie die Dinger aus dem Regal zu holen und die V2 lag einfach näher. Ich weiß es nicht. Müsst halt aufpassen, der Schnucks muss ganz vorne sitzen. Wenn ihr irgendwie Magazine kauft, um die vielleicht dort zu testen, ob es geht, ganz wichtig, der muss vorne sitzen. Wenn er hier hinten irgendwo sitzt, wird es definitiv nicht funktionieren. Es wäre eben wirklich ein geiles Bild. Da brauchen wir uns nicht vormachen. Ja. Es passt auch vom Schacht gar nicht recht rein. Ärgerlich. Akku einlegen hatten wir jetzt bei solchen Schäften ja schon öfter. Diese zwei Nasen hier reindrücken, dann das Ganze hier rausziehen. Hier kann man sich quasi ein bisschen als Hilfsmittel diesen kleinen Haken hier nehmen. Jetzt muss ich es leider mal von euch wegdrehen, damit ich hier auch sehe, was ich hier gerade mache. Dann fingert ihr hier drinnen rum. Werdet dabei fast wahnsinnig, weil, das hatten wir jetzt auch schon tausendmal angesprochen, weil das hier einfach weggedremelt gehört, diese Kanten hier, dann kann man da auch ordentlich drin arbeiten. Deswegen machst du jetzt einfach den Schaft normal ab und schiebst den Akku wieder. Genau, deswegen machen wir jetzt einfach den hier. Versuchen dabei das Kabel nicht abzureißen. Das gestaltet sich als eher schwierig. Kannst du alles schön in Superschnell dann. So geht es natürlich auch. Ihr könnt einfach den gesamten Schaft abmachen. So, rein damit. Vielleicht ein bisschen raus wieder, damit ich so anstecken kann. Anstecken. Warten, bis es vibriert und dann kann es losgehen. Achtung hierbei bitte. Hier ist wieder der 30 kW Mamba Motor verbaut, der extrem hohe Ströme zieht. Deswegen müsst ihr ein bisschen aufpassen, was für Akkus ihr nehmt. Guckt euch da am besten vom Reaper das Video an. Der hat ja technikmäßig, ist der ja der deutsche YouTuber schlechthin. Akku ist verstaut. Ihr könnt natürlich hier auch dreizellige reinmachen, weil ihr habt ja hier, kennt ja diese Stocks vermutlich eh schon, ihr habt ja hier diese riesengroßen Fächer links und rechts. Da könnt ihr quasi auch schön mit dreizellige mit hier reinmachen. So, kommen wir zum Ansprechverhalten. Machen wir mal hier auf Fire. Die kommt jetzt uneingestellt, also wirklich aber auf dem allerletzten. Ich habe das Gefühl, die schlägt ab und dann kann ich es auch nicht mehr weiter hinter drücken. Nee, kann ich nicht. Es geht nicht. Dadurch kann man natürlich super schnell triggern. Weil man seinen Finger quasi gar nicht bewegen muss. Habt ihr jetzt gesehen, super schnell, habt ihr gemerkt jetzt noch. So, vom Klang her ist ein bisschen laut das Ganze. Also
Am Anfang war es ja wirklich so, wenn hier dieses Ding rausgekommen ist, hat ja der Motor super gekreischt. Das war ja ein Geräusch, das ging ja überhaupt nicht. Haben wir dann irgendwann mitgekriegt, woher es kommt, eben von diesem Ding. Wussten wir, müssen wir ein bisschen aufpassen drauf. Aber auch so ist die doch ein bisschen laut. Kreischt alles ein bisschen. Aber ja gut, ich spiele eine ICS. Also für mich ist die fast sogar schon leise. Aber für die anderen Spieler, die haben gesagt, das ist ein bisschen laut ist sie. E&C typisch klingeln da natürlich auch alle Federn, die es drin so gibt, nochmal nach. Ist auch bei vielen Herstellern so, aber ist uns jetzt natürlich bei jeder E&C bis jetzt aufgefallen, dass es so ist. Kann man natürlich einfach beheben mit ein bisschen Fett. Von daher, ja mein Gott, das ist halt so. So, wir haben jetzt mal das Mikrofon von mir abgemacht, deswegen rede ich ein bisschen lauter. Könnt ihr mich noch verstehen? Gut. Einfach nur, damit ihr mal den Klang von vorne hört. Ich mache mal hier ein paar Schuss mit Kugeln jetzt natürlich. Super laut. Super laut einfach. Jetzt machen wir das Mikrofon noch mal zu mir. Tom hilft mir hier dabei. Ich ziehe die mal ein bisschen hinter hier. Ja, also ihr hört, es ist laut. Aber vom Ansprechverhalten super. Super geil das Ganze. Müsste man vielleicht mal ein bisschen sehen, dass man ein bisschen was schimmt oder so. Dann wird die mit Sicherheit auch stiller, ruhiger. Läuft dann besser. Kommen wir abschließend zum Fazit der E&C EC25 MCC. Schwieriger Name, wir haben es geschafft. Was sind die Pro-Punkte? Also erstmal das Design. Also die Airsoft ist wunderschön. Finde ich immer noch, wo wir die ausgepackt haben, dachte ich so, wow. Finde ich ja genauso. Die Farbe ist ernsthaft Bombe. Ich hoffe, auf den Videos kommt das so rüber wie in echt. Auch das Grau finde ich jetzt eine sehr schöne Farbe. Die hier ist aber auf dem Spielfeld nochmal, das ist wie so ein RAL 8000. Das sieht schon echt geil aus. Und dann gibt es halt noch klassisches Schwarz. Ja. Also es ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Paintjob kann man nur drauf machen. Ist einfach ein wunderschönes Gerät mit dem Handschutz, mit dem schmalen hier, relativ kompakt gehalten. Ist sehr, sehr schön. Ist kein Riesensperr wie im Finchstein SR25. Man kann damit wirklich schön spielen. Das fetzt. Zweiter Pro-Punkt ist die Verarbeitung. Die ist einfach klasse für den Preispunkt. Also da braucht sich E&C nie verstecken vor VFC oder so. Das ist schon echt ein Eis. Dann, was haben wir noch? Wir haben 2 Midcap-Magazine dabei. Früher gab es immer nur eins, dann gab es mal ein Midcap, ein Highcap, jetzt sind es schon 2 Midcap-Magazine. Die sind aber auch noch bei neutral, dazu kommen wir aber noch später. Dann Platz für den Akku, große Schulterstütze. Hier hinten solltet ihr den Steg noch ein bisschen wegfräsen, dass ihr die Akku so ein bisschen leichter reinkriegt und dann habt ihr hier massig Platz für den Akku. Ich finde auch, an der stört mich dieser Schaft gar nicht so. Ich finde ihn ja sonst relativ hässlich. Aber hier, finde ich, passt er ganz gut dazu, der Submod-Schaft. Dann haben wir natürlich hier eine SR25 Gearbox drin. Jetzt werden sich einige fragen, ja, das gehört halt nun mal da rein. Da gehört keine V2 rein, da gehört eine V2,5 rein in so ein Teil. Dass wir genug Volumen haben, das haben wir hier auch für ganz schwere BBs, 0,45 Gramm, ist auf jeden Fall passend. Das ist schön, dass E&C dann hier einfach nur einen neuen Body gemacht hat, sondern auch eine kleine Gearbox mit dazu. Dann ist sie beidseitig bedienbar, links wie rechts. Das ist sehr schön, immer wieder gut. Dann haben wir einen einstellbaren Trigger jetzt. Finch sagt, er findet es cool. Ich dachte mir so, du willst ja nicht Speed triggern, aber Finch, wenn ich jetzt das so überlege, hat eigentlich auch gar nicht so unrecht. Weil du kannst halt, jetzt hast du einen relativ langen Weg, aber wenn du den noch ein bisschen weiter zurück machst, dann kannst du halt schön langsam und machst schon Klack. Also sein Argument lasse ich auf jeden Fall mit gelten. Deswegen nehme ich es mit bei den positiven Punkten drauf. Dann haben wir ein Feder-Schnellwechselsystem, E&C-typisch, abdrehen, Buffer-Tube, abmachen, bupp, Feder rein, sehr geil. Und natürlich noch das Begadi-Core. Das ist auf jeden Fall wieder ein positiver Punkt, wie immer, wenn wir was von Begadi kriegen, mittlerweile. Dann kommen wir zu den Neutralpunkten. Neutral haben wir gewertetes Klangbild. Eigentlich wollten wir es zu negativ schieben, aber ich habe mir jetzt so gedacht, es ist halt so eine typische E&C.
Und auch eine ICS klingt stellenweise out of the box nie besser. Deswegen, man kann das beheben. Man kann das auch von Begadi beheben lassen. Die können das Teil bestimmt mal dann schimmen in der Werkstatt, bevor ihr sie kauft, wenn ihr davon keine Ahnung habt. Wenn euch das nicht stört, dann kann man damit trotzdem spielen. Das ist gar kein Thema. Es wäre halt schön, wenn es halt von Anfang an ein bisschen besser klingen würde, das Teil. Dann das Hop-Up, was standardmäßig verbaut ist. Jetzt haben wir ja das MAG drin, das geht auf jeden Fall bis 0,45 Gramm. Aber das, was vorher drin war, das Fly 5, das ist so 0,32, 0,36 Gramm, ist dann wirklich aber schon hart die Grenze. Und wir haben wirklich festgestellt, mit dem MAG kommt der halt nochmal so die letzten paar Meter weiter. Und als letzter Punkt die Magazine. Die Magazine, die feeden bis 0,30, 0,32 Gramm noch relativ ordentlich. Aber alles, was drüber geht, da habt ihr dann Leerschüsse und es ist einfach nur nervig. Da müsst ihr auf jeden Fall ran. Das ist auch sehr, sehr, sehr einfach. Ich habe jetzt keine Anleitung dazu gemacht. Wenn ihr das wollt, guckt beim Reaper ins Video. Der hat dort, ich habe das genauso gemacht, wie er das gesagt hat. Geht auch wirklich easy. Packt dort einen Legostein rein oder was auch immer ihr da habt. Klemmbaustein. Ja. Und dann habt ihr die Magazine oder halt die von Begadi. Da gibt es ja dieses extra das Magazin-Update-Teil. Das könnt ihr genauso nehmen. Von daher, es ist fixbar. Es ist fixbar. Relativ schnell sogar. Hab sogar ich hingekriegt. Ja. Und negativ habe ich jetzt eigentlich nichts. Ja, aber mit Finch nochmal besprochen. Also Finch hat jetzt auch nichts. Das Teil ist einfach nur hot. Und für das Geld, 229 €, wenn man jetzt so Inflation und so weiter berechnet, dann ist das ein fairer Deal. Wirklich ein fairer Deal. Wenn ihr noch Teamrabatt kriegt, dann sind wir ja hier, ja, dann rechnet es mal ohne Teamrabatt, dann ist trotzdem immer noch ein fairer Deal und ihr kriegt ein schönes SR25 mit einem tollen Design, was auf dem Spielfeld wohl relativ selten bleibt. Wenn ihr Bock habt, greift zu, ihr macht damit nichts falsch. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da und ein Abo und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder und damit bin ich raus. Ciao. Ist euch irgendwie zu langweilig? Ja. So ein SR25 wäre schon geil. Aber irgendwie ganz schön massig und ganz schön lang irgendwie, hä? Ja.